Hallo miteinander! In diesem Video zeige ich Ihnen nicht nur meinen Chilled Bossa Style, sondern verbinde diese Vorstellung auch gleich mit einem Mini-Workshop. In diesem erfahren Sie, wie man es hinkriegt, dass es sich beim Spielen dann auch so entspannt wie bei den fortgeschrittenen Spielern anhört. Viel Spaß! Wer meine Styles kennt, weiß, dass ich Intros und Endings sehr gerne so einspiele und programmiere, dass man sie wie eine Main benutzen kann. Also, dass man auch bei Intros und Endings ganz normal mit Akkorden spielen kann. So muss man nicht Däumchen drehen, währenddessen die Intros oder Endings ablaufen, sondern man kann sich ganz kreativ selbst was einfallen lassen. So klingt Intro 3, ohne dass ich mitspiele. Und jetzt 2 Ideen, was man draus machen könnte. Ein Tipp: Wer keine Ideen hat, kann beispielsweise einfach die letzten Takte von einem Refrain als Intro spielen. Aber natürlich kann man sich auch selbst eine Einleitung ausdenken. Die Intros lassen sich entweder als Einleitung benutzen, aber man kann sie zwischendurch auch als mehrtaktiges Fill-In einsetzen. Damit lässt sich ein Musikstück richtig gut auflockern.
Intros und Endings 2 und 3 sind im Chilled Bossa Style 8 Takte lang. Klar lassen sich Intros und Endings auch abkürzen, wenn man keine 8 Takte braucht. Dann einfach auf die Main drücken, mit der man weiterspielen will. Jetzt habe ich Ihnen ja noch einen Mini-Workshop versprochen, also wie man zu einer entspannteren Spielweise kommt. Das ganze Geheimnis liegt darin, dass man nicht brav das spielt, was man in den Noten findet, also fleißig auf 1, 2, 3, 4 zählt und die Melodie genau auf diesen Zählzeiten spielt, sondern dass man manche Melodietöne vorzieht oder hinterher spielt, sodass man gegen den Schwerpunkt im Takt, also Offbeat, spielt. Das zeige ich Ihnen jetzt mal basierend auf halben Noten. So wäre es brav im Takt, so wie es üblicherweise in Noten stehen würde. Und jetzt Offbeat, die Noten werden eine Viertelnote vorgezogen. Wieder Onbeat. Jetzt Offbeat, die Töne werden erst eine Viertelnote später gespielt. Wieder Onbeat. Und jetzt die Mischung On- und Offbeat. Und zuletzt wieder Onbeat. Ja, genau, diese Mischung aus Vor- und Nachziehen, das macht dieses entspannte Spielgefühl aus. Das geht natürlich nicht nur mit halben Noten, sondern auch mit Viertelnoten. Zuerst Onbeat. Offbeat. Wieder Onbeat. Offbeat. Wieder Onbeat. Natürlich muss man die Offbeats irgendwann auch wieder auflösen und sich im Taktbeginn wiederfinden, sonst fliegt man total aus der Kurve. Ja, es gibt nun Menschen, die schaffen es einfach nicht, gegen den Takt zu spielen. Und es gibt natürlich auch Musikstücke, die man strikt im Takt spielen möchte. Deshalb sind Intro und Ending 2 im Onbeat programmiert. Hier ein Beispiel, wo die gerade Rhythmik sehr gut passt. So haben Sie jetzt für jede Spielweise eine passende Rhythmik. Intro und Ending 2 ist im Takt, also Onbeat. Und Intro Ending 3 ist gegen den Takt, also Offbeat. Vielleicht noch was zum Repertoire dieses Styles. Klar können Sie damit die Bossa Nova Standards rauf und runter spielen. Es passen aber auch alle Songs, für die Sie sonst einen Swing- oder 8-Beat-Style so etwa im Tempo 120 nehmen würden. Wenn Sie mutig sind, können Sie aber auch mal Lieder nehmen, die normalerweise in einem anderen Rhythmus gespielt werden. Und damit verabschiede ich mich mit The Last Waltz im Bossa Nova Rhythmus. Viel Spaß beim Spielen und tschüss, bis zum nächsten Mal.